Hallo vrienden, zij dank voor het vertrekken. We zijn bij ons laatste video gekomen hier in Galata. En ik vrees me dat we dit brief gaan studeerd en we hebben geleerd wat Paulus wil zijn te de Galatische kerken. En we weten dat God zien wordt als wunderbaar, dat is voor ons. En God wil ons ook jährlich woorden doen. En dit is onze jährliche Nahrung, wat ons fehlt. En zo ik vrees me dat we het kunnen studeren. En van daar waar we een beetje kijken, wat drijft Paulus? We hebben de laatste 2 video's gekeken van wat drijft de falsche leraar. En we leren dat hoogmoed en varig drijft eind. Eerstens, ze willen goed ooit zijn bij de leraar in Jeruzalem. En daar werden ze proeven deze Galatische christen terug te draaien naar de besnijding in dat gesetz. En daarna, ze willen niet vervolgd worden wegen dat kriets. En zo, zij weer een verval dat zij worden ook vervolgd worden, wanneer zij dat kriets predigen. So Paulus heeft dat al openbaard, wat 3-4, de falsche leraar. En hij wil gaan dat de mensen dat zullen weten dat de falsche leraar zelfs hel niet meer dat gesetz. En zo hij dat hier openbaar dat de falsche leraar, die willen een plus verdrehen om zichzelf in hun naam te merken. En zo hij dat niet doet dat ze willen God tem gevallen leven, maar dat ze den mensen tem gevallen leven. En zo van daar waar we kijken wat drijft Paulus. En zo waar we aanvangen met versen 14 tot 18 lezen in Galata kapitel 6. Dat zegt dus dit. Van mij zal keiner hören, dat ik mij met irgendetwas wat groot doe, als met den Herrn Jesus Christus in Kriets. Wodurch de Welt für mich kriezig ist und ich für die Welt. Bij Jesus Christus hält sich das Glück, auf beschneden oder unbeschneden. Bij hem telt bloß eine neue Kreatur, en Friede und Genug über alle, die sich an diese Regel halten. Sogar über Gott in Israel, wenn mir dann auch, nu auch wieder keiner mehr drüber merken wird, will es mein Herr behaf allnoven, am Christus sin hoven. Mocht Jesus Christus ans Herr zijn genoeg, met jenem Geist zijn, lieve Brüder. Amen. En zo Paulus vangt hier aan, deze versen met, dat ik wel, hij wil gaan dat hij zich met niets onder wel groot doen, als met den Herrn Jesus Christus in Kriets. En dat is kijk anders als de falsche leraar die we angst, tem vervolgd worden met dat Kriets, wegen dat Kriets. En hij zegt, hij wil zich met niets onder groot doen, als plus met dat Kriets. En hier is waarom Paulus wist dat, doordat wat Jezus had gedaan om Kriets voor hem, dat had zijn leven ganz omgeändert. Paulus had Jezus Christus zelfs getroffen op de Gas naar Damaskus, wings hij op dem Weg weer de Christen vervolgen en de vastnemen. En deel van die waren ook zeer gekwält en doodgemerkt. En hij had een nieuw leven gekregen. Hij had Jezus doorgetroffen en Jezus had alles omgeändert in zijn leven. En zo nu heeft Paulus een diepe verlangen dat hij wel Jezus alleen doen en pochen met dat kriets, wegens hij weet dat zijn leven als ganz omgeändert doordat. Paulus had de genoeg ervaren, wat Jezus dat uitstrahlt te iedereen een van ons. En hij had dat gekregen door wat Jezus had gedaan om kriets voor hem. Paulus wist dat ook dat Jezus wie genoeg. En niet bloß tem am raden, aber Jezus wie genoeg tem am geven alles wat am fehlt, tem dat christelijke leven hier uitleven, hier op de eer. En waarom ook alle kracht geven wat am fehlt, tem Jezus doen. De hele jest dat Paulus halten, tem dat christelijke leven uitleven en tem Jezus doen. En Jezus nu volgen, dat we alles wat Paulus nu verlangen had. Am viel dat niet meer dat de wereld am gleichen doet. En zo Paulus deed zich bloos groot met het kriets. En ik wens we kunnen dieper gevallen met wat Paulus geschreven heeft. Want hij zegt dat de wereld is voor mij gekriezigt. Paulus interesseert niet meer die dingen wat de wereld had am unterbeiden. Hij had wat schijneret gevangen, hij had wat niet gevangen en hij had een frischen aanvang gevangen. En zo, alle interessante wat hij had in de wereld, die werden gekriezigt. Want de wereld had niet meer wat Paulus deed tevreden stellen.
Und so, wegen Paulus nach die Menschen verfolgen für ihr Glauben, Jesus getroffen hat, dann legt die Welt am Säuer. Dann hat was die Welt nur lang dauert. Aber wenn es heute ist, hat nie Leben gekriegt in den Herrn Jesus, dann interessiert die Welt nicht mehr, was heute unterbeiden hat. Und so Paulus, der hat sich graut mit den Herrn Jesus in Kreuz. Wenn es durch dort Kreuz wissen, dass wir in diese Welt rückgeraten. Und Paulus will haben, dass sie sollen dort auch weiten, dass keiner als gut genug in sich selbst sich uit deze Welt uitraden en sich selbst raden en Gott merken für Gott. In 2. Korinther 10, Vers 17 bis 18, da redet Paulus von wo keiner Haft zu pochten von sich selbst. Und dort, hier sagt Paulus es das, wer sich loben will, soll sich mit den Herren loben. Ungenehm ist nicht der sich selbst lobt, aber den der Herr lobt. Wir wollen nicht eugenommen, wenn wir uns selbst loben tun. Aber wir sind eugenommen, wem der Herr loben wird. Und im besten, in den kann nur mein sagen, wenn ich sage, das merken ist, dass wenn ich da mein Glauben sahen auf Dinge, was ich kann tun, für mich reich merken für Gott und proben ein guter Mensch zu sein, das ist Praxis, wenn ich da pochen in mich selbst. Dat ik de pochen wo Gott ik zie en wo Gott ik kon dingen doen. En er zijn daar mensen die nog zo dit leven. En so, we hadden steeds 3 een jaarziel bij ons en da wir ein alter Mann, und er kam nach uns Jahrziel, er wir nicht von hier an, aber er wir von Ängste auf, und er hat dann Schaufdinge gekauft, und als er wegfuhr, dann krieg er eine Platte Reif, und dann wann er bloß am, und kam 3 ab dem Hafen ab, und dann muss er lernen, was ich schwer kann, zum Anhalten, seine Reif am Tischen. Und wenn er wieder, dann sagt er dich bei uns, und dann fängt er an Frauen zu Frauen, und er fragt was von den Menschen, wie wir und von wo wir wären, und so ich sehe an, dass wir Mennoniten wären, und von wo wir gekommen wären, und dann sehe ich an, dass ich in Christ wäre. Und so heute auch, ich meine, wenn ich Mennonit wäre, dass ich in Christ wäre. Und so ich habe die Gelegenheit, mit am mitteilen, was ich damit deut, wenn es heute doch, dass ich meine, wenn ich proben, ein guter Mensch zu sein, heute ich kann auch, ich sehe auch ein Christ, wenn ich sehe auch ein guter Mensch. Und ich probe gute Dinge zu tun. Und hij reden ab und an von ein paar Menschen, die hij kann, die deden auch proben gute zu tun. Und ein von denen fuhr mal rein in die Kirche. Und so, nu habe ich eine Gelegenheit, mit am mitteilen, dass in Christ sind wir nicht, wenn ich proben guter Mensch zu sein, aber dass ich da in die Kirche fahren, aber dass ich meine nicht wäre, aber dort mein, dort ein Christ als wer werde dort Christus nur folgen. Und so, ich habe eine gute Gelegenheit, im Amt zu sein, wenn dort nicht wir für den Kreuz und was Jesus da getan hat für mich und für meine Sünden, dann würde ich nicht geraten worden. Und so, da sind gründlich viele Menschen, die leben das dort. Die leben dort an, dort ich proben guter Mensch zu sein und ich fahre in die Kirche. Aber in dort tun sie abbühen. Und dort ist nicht nur Grund zum Abbühen, wenn es dort was alle hineinfallen. Und wenn wir dann überbühen, ab dort, was Jesus hat getan für uns Kreuz, dort ist ein Grund, wo wir können abbühen und der wird niemals hineinbrechen. Und so, mich freut dort, dass ich heute könnte mit einem mitteilen, dass in Christus wir in Jesus nur folgen. Und dort wir haben uns Vertrauen gesagt auf den Herrn Jesus Christus. Und mein Gebet wird, dass wird sein, was so geplant in sein Hort. Dass er wird noch wieder sehen, was kriegt das meint. Und dass er wird auch, was du kommt, dass er kann ansehen, dass er ein Sünder wird und empfehlen nach Radner. Und so, ich freue mich, dass ich dort heute mitteilen. Und so, er fuhr da weg, aber ich weiß nicht, wo das wird sein geblieben, aber aus wir haben wieder gesagt, aber ich habe allerdings klar merken, dass das nicht wir werden, wie gute Menschen sind. Und so, in Galata 6, Vers 15, da redet Paulus von seinem Stadt. Wenn er sagt, bei Jesus Christus hält sich das Glück, auf beschnitten oder unbeschnitten, bei Amt halt bloß eine neue Kreatur. Paulus will hier sehr offenbaren, dass in Christus Leben ist nicht
bloß ein Beweis, wo das von Büten ist. In Christen, das meint so viel, dass das von Bern eine Anänderung gewesen. Wir sind von Bern nie Menschen gewesen, nie Menschen geworden. Und dass Jesus hat uns nie Menschen gemerkt. Und so, heute will haben, dass wir sollen das auch weiten, dass wir sind nie Menschen geworden und dass das nicht ist, wo das von Büten sind. Gründlich viele Menschen, die tun bloß abbühen, von was sie von Büten tun. Und Paulus sagt hier, das hat nichts zu tun, mit wo die von Büten sind, oder was die von Büten ist. Und die falschen Lehrer, die sagen darauf bühen, dass sie wollen haben, die Menschen sollen sein, wie Gott sie von Büten will. Und so Paulus will haben, dass sie sollen hier verstehen, dass das hat nichts mit dort zu tun. Und so Paulus will haben, dass die Menschen sollen sein, wo Gott Jesus wird, und nicht wo Gott heu wird. Und so in Galata sagt hier, da sagt in Frieden und Genug über alle, die sich an diese Regel halten, sogar über Gott in Israel. So über Gott in Israel, das könnte noch eine Übersetzung sein, dass Gott seine nie Menschen. Und so all die, die sich an diese Regel halten, sind all die, die sich der Vertrauen haben an Jesus gesagt, das sind Gott seine nie Menschen. In 2. Korinther 4, Vers 17 sagt Paulus, dass durch wen, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch geworden. Dort wird er vorher wie ist nicht mehr. Er ist nu wird nicht geworden. Wenn wir nur Christus kommen und uns vertrauen sind, dann merken wir uns nie von Bern. Und das wird zu sein, wo wir dann leben. Wird von Bern geändert, dort wird von Büten in Utwies sind. Und Paulus will haben, dass wir sollen weiten, das wird zu sein, mit wo wir leben. Dass wir von Bern geändert sind. Das ist nicht, was wir von Büten tun. Und so, das gibt eine Gelegenheit, wenn Christus sein Kreuz pochen. Und hier ist das Ding, wenn wir dann unsere Erfahrung bühen, ab die Dinge, was wir tun, oder zum Beispiel ab was wir unhaben, oder wo wir nur Quack fahren, oder ab bessere Sätzen, was wir sind mit abgewassen, in dem Fall, wieso, das soll wir uns anhalten. Dann entsteht, dass wir dann pochen mit den Herrn Jesus in Kreuz, dann wo wir eine kreuzlose menschlicher Glauben. Und dann bühen wir nicht mehr ab den Grund von uns Herrn Jesus in Kreuz, dann da wir ab uns selbst bühen und was wir können. Sieht im Alten Testament, die Opfer, was die mussten gemerkt für die Menschen Erde sind, die können die Menschen Erde horten in ihr Gewissen nicht reinigen. Die können bloß nur büten haben und reinigen. Kijk mal in Hebräer 9, Vers 12 bis 14, da sagt es das. Er ist auch nicht mit Blut von Kasen oder Kälber in dort allerhöchste hineingegangen. Er ging mit seinem eigenen Blut für allemal in dort allerhöchste hinein und hat uns eine ewige Rettung verschafft. Wenn dort also wir dort die reinen Menschen in Bütenhand gereinigt werden können, wenn sie mit Blut von Kasen oder Balles und mit die Arsch von einer verbrannten Kuh bespritzt worden. Wie viel mehr wird dort Blut von Christus, die ohne Fehler wir in sich selbst durch den ewigen Geist Gott opfert, uns Gewissen von den Todgeworten reinigen. Und nun kann wir dem lebendigen Gott dienen. Und ja, das neue Bund, und ja, der Bund von dem Herrn Jesus Christus, dort kann wir uns, dort kann uns Gewissen gereinigt werden von all den Todgeworten. Und dort kann uns alles dort alle reinigen. Und ja, das neue Bund hat Jesus, wie Jesus neigen in das Allerhöchste, und er hat uns eine ewige Rettung verschafft. Jesus kann uns unsere Wissen von der Todgeworten reinigen. Und nun können wir den lebendigen Gott dienen. Deswegen können wir den lebendigen Gott dienen, wenn es unsere Gewissen von der Todgeworten gereinigt. Und dort wurde Paulus dort hier ganz das uitleihen. Dort ich will mich mit Sessners groot doen, ich will mit Sessners pochen, als mit den Herrn Jesus sein Kreuz in pochen mit was er hat getan für mich.
En hij had niet gevoelen dat hij wil mensen zum gevoelen leven, über Gott zum gevoelen leven. En nu zum Schluss sagt Paulus es dit in Vers 16. En vrede genoeg over alle die zich aan dit Reil houden, sogar over Gott in Israel. Wann mij dan nu ook wiederhand keine mehr trouble merken wird, wils mijn Körper haf all Norven am Christus zijn hoven. Mocht Jezus Christus ans Herr zijn genoeg met jenem jes zijn en lieve bruider. Amen. Paulus der schreibt hier aus wer wat al Gott geleden hat für den Herrn Jesus Christus. Und dort kann wieder sein, dass das christliche Leben, das wird nicht ein leichtes Leben sein. Dort ist ganz sicher, dass wir wollen schwere Tiden durchgehen und dass wir wollen Verfolgung leiden für uns Glauben. Und aber wir wollen Freiheit haben und dass wir wollen Friede und Freiheit haben in uns Leben. Und nichts kann das stehen nehmen in ons Leben, wat all die Dinge, wat Jesus kon doen in ons Leben. Und so die Frau ist, sehr wie ganz verkauft an Jesus. Paulus, wir ganz verkauft an Jesus. Und ein Teil von uns sieht das bekannt. Einmal, wenn wir reden von wem, der ist ganz nur eine Seite gegangen von dem was er denkt, dann sei wir das ganz verkauft. Das ist ein bisschen zu sein, den nicht am zu reden. Der ist der Fuß an. Und so, das ist ein bisschen der Gedanken, was ich habe, wenn ich das sage. Sei wie ganz verkauft an Jesus. Sie ich da so froh an, dass mir keiner anreden da an. Dass ich das halt selbst erfahren, das Paulus hat, dass Jesus hat mein Leben ganz umgeändert. Und dass ich nur kein wird horchen, dass die mir da würden von was reden. Wenn ich habe der Erfahrung gehabt, und ich habe nur das Leben, die Freiheit und die Freude und so, ich glaube, da an muss wir feststehen. Und das muss wir auch sicher haben in uns Leben, und dass wir uns nicht leicht anreden von anderen Menschen. Ich höre hier in der Rede an Stütze 3 und er sagt, wenn man Unterschied merken für Jesus, ist das nicht nötig, dass einer gerührig sehr viel weit. Und er muss bloß ein Ding für sicher weiten, und da will ich sein fertig sterben. Wir müssen uns sicher stehen in den Herrn Jesus Christus, und da will ich sein fertig sterben. Wenn dort ist der Grund, wo wir abbühen können, wird niemals was durchbringen. Und glaube ich wirklich, was 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. Das sagt, es steht da wenn wer in Christus ist, dann ist er nie ein Mensch. Dort wird er vorher wie es nicht mehr. Er ist nie, was nie geworden. Glauben eigentlich die das wirklich, wenn wir in Jesus Christus sind, da sind wir ein nie Mensch. Dort, wo wir vorher wären, das sind wir nicht mehr. Wir sind nie, was nie geworden. Wenn wir uns vertrauen sollten auf den Herrn Jesus Christus, dann sind wir nicht mehr die Menschen, was wir euer wären. Und das ist so eine gute Nachricht für so viel, und ich würde sagen, für alle von uns, was wir glauben, dass was wir vorher getan haben, das wird uns immer nur kommen, das wird uns, wir sind noch immer der Mensch von den Dingen, was wir euer getan haben. Und das ist nicht, wo das ist, mit, wenn wir uns Leben haben, geben nur Jesus. Heute wird uns nie ein Mensch mehr. Und ich weiß nicht, was das Wort von uns sind, wie da und das checken, und wir fallen uns nur hoplos, und wir fallen uns so, wenn wir können Knopfstab drehen, und wir können frisch anfangen. Das sind Dinge in uns Leben, was uns solche Leute sind, und wir fallen so durchkommen, wo wir niemals von loskommen. Aber da ist gute Nachricht. Jesus Christus ist den frischen Anfang. Jesus Christus hat dort allmähliche Merk umkriegt, dass die kosten frischen Anfang haben, und dass die kosten nie ein Mensch worden in Arm. Wo wunderbar ist das nicht? Das kriegen wir und was eigentlich getan haben vorher. Dass wenn wir nach Jesus kommen und wieder uns vertrauen sagen ab Arm, dass wir können ein neues Leben anfangen. Wir wollen dann ein neuer Mensch. Und wir sind nicht mehr da, was wir vorher wären. Ich glaube wirklich, das sind ein Teil von uns, was das fehlt zu hören von dir. Wir sind müde von in das Leben, was wir getan haben und das uns immer weiter durchbringt. Und uns fehlt die Freiheit, was der Herr Jesus Christus kann bringen in uns Leben. Da sind gründlich viele Menschen, wir rieten uns alle Leben mit, aber reich in uns nicht Leben nennen mit dem Herr Jesus Christus. Und der Paulus will haben, dass wir sagen weiten, dass wir sind nie ein Mensch geworden. Wir sind nicht mehr da, was wir vorher wären. Und heute dort losfluten, was er vorher wäre. Und er hat sein Ziel ab Jesus. Und er hat pochen mit, was Jesus hat getan in seinem Leben. Jesus hat alles betont, für mich und für dich. Das ist ein wunderbarer Weg, was Paulus diese letzte Versen von reden.
dort Jesus, dort hij wel bloß pochen mit den Herrn Jesus in Kreuz, wenn hij weiter durchansteht alles. Und dann die nächste Frau ist, sei wie wahrlich zum Mitteln, sei wie wahrlich zum mit den Herrn Jesus Christus in Kreuz pochen. Und so, ich dachte, ich wagte mir danach 3 ab, mit einmal in der Morgen in der Nacht, und dann fing ich über das zu denken. Und dann schauen wir dort an, und ich wunderte, wo das wird sein, zum Beispiel, wenn wir sagen, alle Menschen wären krank und wir wären alle Abendwachen gestorben. Und ich fing mit einmal aus, dass wir eine Stadt, wo ich kann gehen, eine Heilung für die Krankheit, was alle Menschen haben. Und ich habe Heilung gefunden und nun kann ich für immer leben. Und was das nu wird sein, was ich nu würde dort für mich selbst holen und nicht durch Menschen verteilen. Da wird einer so denken, aber sicher wird einer wollen alle Menschen dort verteilen, dass sie auch können geheilt werden von der Krankheit, was sie haben. Und im Bett ist dort, wenn wir die dort leben fängen in den Herrn Jesus Christus und wir können für immer leben. Uns Körper wird wir sterben, aber jährlich, wo wir immer leben. Und weil wir dort nicht mit Menschen mitteilen, kriegst du es dort. Wir haben Heilung gefunden und wir wollen nicht sterben jährlich. Und weil wir dort nicht mit Menschen mitteilen, das kriegst du, wenn wir eine Krankheit haben und wir werden geheilt und wir sind nicht unter Menschen, dass sie auch können geheilt werden. Wir leben in einer Welt, wo das sehr zwei ist. Da sind gerühlich viele Menschen, die sind zwei und jedenfalls so, sie haben keine Hoffnung in das Leben. Und das ist, wo wir können die Hoffnung mitteilen, was wir haben in den Herrn Jesus Christus und dort wir können für immer leben in ihm. Und so, ich habe die Toolen gemerkt, vor allem sind. Und wir können das mitteilen mit anderen. Und so, sehr wie wahrlich am Not zu fallen und am zu tun, kriegen tun, was uns dort kosten wird. Und dann haben wir die Leben am Ende erfahren, was Paulus hat erfahren. Ich weiß dass er will das nicht aus den Herrn Jesus Christus tun, mit Anpochen in sein Leben. Und mein Gebet ist auch, dass ich mein Leben so dort leben, dass ich mit nichts das pochen, als bloß mit den Herrn Jesus in Kreuz und mit was er tun hat in mein Leben. So, wenn du von dir, wer ist, was das hat horchen, und die falls die Meid in Hublos, und die falls die so, du hast keine Hoffnung für die. Deine Hoffnung ist in den Herrn Jesus Christus. Ich habe all die Toolen gemerkt für die. Und ich habe die Radung bereit für die, was die fehlt. Mein Gebet ist von dir, dass jeder einer von uns, was du noch nicht hast, uns Vertrauen gesagt ab den Herrn Jesus Christus, dass wir das würden tun von dir. Und wo wir das kennen, ist bloß eine Jesus-Kunde sein, ich sehe einen Sender in meinen vierten Rater. Ich will mein Vertrauen sagen ab die, und was du hast getan um Kreuz für mich. Wirst du der Heiland werden von meinem Leben. Und dann kriegen wir den Heiligen Geist, wer der uns Leben, uns halten uns Leben am anderen. Er gibt uns die Kraft, was uns fehlt. Er lädt uns in der Wahrheit. Da sind gründlich viele Dinge, was der Heilige Geist tut für uns, für mich und für die, wenn wir im Glauben nur dem Herrn Jesus kommen. Und so, mein Gebet ist, dass jeder einer von uns wird das klar haben, dass dieser Grund wird klar sein in uns Leben, dass wir würden ab dort gehen und nicht ab die Dinge, was ich kann tun oder was andere Menschen können tun für mich. Und so, Dankeschön für das Brauchstudieren mit mir taub und Dankeschön für immer wieder zurückkommen, dass wir können Gottes Wort studieren und taub wissen. Und so, in den nächsten paar Werken, da werden wir die Lebensverzeichnis mitteilen, auch Bibeltimer, was wir hatten, ab uns 2018 Frühstag. Und so in den nächsten paar Werken, wo wir durchgehen ab. Und folgend Friede mit anderen Menschen mitzuteilen. Wir haben jetzt ein wunderbares Lebensverzeichnis, auch wir wollen in Gott sein Wort anchecken und sein, was Gott durchwählte uns sein. Und so, und dann, Anfangs November, dann werden wir anfangen mit 1. Petrus studieren. 1. Petrus ist ein wunderbarer Brief, was Petrus hat geschrieben. Und du hast so ein toll Band, von wo wir können uns christliches Leben ausleben. Weil wir haben uns Glauben gesagt auf den Herrn Jesus Christus. Und dann, wo wir das nicht ausleben und wo sind das. Und so, ich freue mich dort, ich da auch merken dazu. Ich sage Gott Dank, dass ich diese Gelegenheit habe, mit dem Gott sein Wort studieren. Und ich freue mich zu sein, wo mein Leben, was noch wieder am anderen abgeht, wenn wir dann Gott sein Wort studieren. So, Gottes Segen, und dann sehen wir uns nächstes Mal. Dankeschön.